Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech 2025 in Nürnberg. Ich bin am Stand von UG Tools und wir schauen uns heute einige innovative Schneidwaren an. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid oder du da bist. Dann würde ich einfach sagen, führ uns mal durch die 3 neuen Produkte. Wir sind gespannt. Ich übergebe das Wort an dich. Ja, hi. Wir haben heute 3 Neuvorstellungen hier auf der Messe. Und ich fange einfach mal mit dem Tiny an. Das ist eigentlich unser bekanntestes Messer, was wir haben. Das ist eine spezielle Version und zwar hat er eine Auszugssicherung, speziell für Behörden, damit der Zugriff von extern auf das Messer verhindert wird. Also an der Molle, irgendwo an der Ausrüstung kann das Messer einfach nicht gezogen werden, weil hier eine Sicherung ist. Die kann ich mit dem Daumen entriegeln und habe damit selber Zugriff auf das Messer und kann es nutzen, wenn ich es brauche. Zudem hat dieses Messer einen Glasbrecher, das ist eine Keramikperle, die Sicherscheiben einschneckt. Genau. Und in Verbindung ist das sehr angenehm, weil ich das Messer auch dementsprechend entweder als Kubotan oder als Glasbrecher gebrauchen kann, damit ich eine Scheibe auch einräumen kann. Genau. An der Ausrüstung haben wir unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten. Das ist jetzt die Velcro-Variante mit einem Loop, entweder an der Molle oder am Gürtel. Und mit dem Ulti-Clip kann ich die Scheide ganz einfach an die Ausrüstung klemmen und auch wieder lösen, um dann das Messer als Glasbrecher sicher zu verwenden. Die Besonderheit bei euren Produkten ist ja vor allem das Material der Griffe. Was Genau. habt ihr denn da genau? Ja, unsere Griffe sind alle aus Titan und zwar drucken wir unsere Griffe. Der Vorteil beim Druck ist, der Griff ist hohl von innen, das Messer ist stabil wie ein Ganzmetallmesser, hat aber den Vorteil, dass es extrem leicht ist. Das Tiny zum Beispiel wiegt 80 Gramm, ist extrem leicht, aber stabiler als zum Beispiel vergleichbare Fulltang-Messer. Klingenmaterial haben wir hier was? In dem Fall ist es Magna Cut 65 HRC. Ist ein pulvermetallurgisch hergestellter Stahl aus den USA. Was heißt, in diesem Fall kann man sich das Material aussuchen oder wie ist hier der Plan? Wir haben 2 verschiedene Materialien zur Auswahl. Das eine ist 14C28N, ehemals Sandvik. Ja. Und der andere ist halt der Magna Cut. Alles klar. Die Messerscheide, ist das auch Titan oder ist das was anderes? In dem Fall ist der Clip auch aus Titan, ja. Ansonsten ist das ein Polyamid 11, ist ein extrem zäher Kunststoff. Und ja. Gut, die Verriegelung ist dann aber nicht aus Kunststoff, sondern das Verriegelungselement selber ist aus Metall, nehme ich an? Ja, ist auch Titan. Sehr gut. Das heißt, kein Problem mit irgendwie Verschleiß oder dass sich das mal abnutzt, dass sich das Messer löst, weil es ja quasi, wenn es entriegelt ist, einen sehr geringen Ziehwiderstand auch nur hat. Genau. Cool. Was haben wir denn sonst noch? Als zweites haben wir hier ein Reaching-Tool, das ist eine Praybar zum Aufhebeln, zum Verkeilen von Türen, zum Aufhebeln von Fenstern. Hier ist auch wieder der Glasbrecher mit der Keramikperle und zusätzlich ein Gurtschneider bzw. auch für Kleidung geeignet zum Öffnen von Kleidung bei Verletzungen aller Art. Ich sehe jetzt hier im vorderen Bereich der Spitze noch eine Schraube eingebracht. Für was ist das gut? Ja, man kann die Schraube lösen und den Spitzeneinsatz tauschen. Somit habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Werkzeuge an dieses Tool zu montieren. Das heißt, bis auf Schraube und Gurtschneider ist auch das gesamte Werkzeug aus Titan. Genau. Klasse. Alles klar. Dann zum dritten Produkt. Was haben wir hier? Hier haben wir das T-Rex, das ist unser neuestes Modell. Ist mit einem Ringbeat in dem Fall. Das ist ein super Arbeitsmesser, es ist ein 3-Finger-Messer konzipiert. Mit dem Ringbeat wird es dadurch ein vollwertiges Messer. Es passt wunderbar auch in große Hände. Und der Vorteil ist in dem Fall, es ist als Arbeitsmesser, ich kann das Messer loslassen, habe irgendwas in der Hand, kann damit arbeiten, nehme das Messer wieder hoch, schneide weiter, lasse es wieder runterfallen und kann damit sicher sehr effektiv arbeiten. Eure Produkte sind ja so halb custom, sage ich mal. Ihr bietet ja verschiedene Griffformen, Griffstrukturen an, Klingenformen. Ist jetzt hier zum Beispiel auch irgendwas möglich zum Customizen? Ja, also Klingengravuren sind generell möglich. Bei dem T-Rex gibt es aktuell auch 2 verschiedene Klingen zur Auswahl. Einmal 14C und einmal Magna Cut. Und wir haben 2 verschiedene Griffstrukturen. Das ist einmal Spike und wir haben auch noch Gravel im Programm. Das ist eine andere Haptik, eine andere Oberfläche. Ähnlich wie bei dem Tiny das auch möglich ist. Der Ring ist hier flexibel ausgestaltet. Hat das einfach einen haptischen Grund oder ist halt angenehmer, nehme ich mal einfach an am hat Finger? 2 Vorteile. Einmal, wenn er nicht steif ist, kann ich das Messer im Ring drehen und dass ich mir da mal meinen Finger rumdrücke.
Zum anderen, wenn ich das Messer am Körper trage, eng, geht der Ring mit und dadurch habe ich den Vorteil eines kompakten 3-Finger-Messers und den Vorteil eines vollwertigen Messers in der Hand. Super, das war ein schneller Überflug über eure 3 neuen Produkte. Philipp, es hat super viel Spaß gemacht. Ich danke dir recht herzlich. Dankeschön. Das war's hier vom Stand von UG Tools. Wie immer, denkt dran, abonniert Enfostec TV. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo, Glocke drücken. Wir packen euch einen Link zur Website von UG Tools unten in die Videobeschreibung. Und wir sind raus und sehen uns beim nächsten Video.